So, dann bin ich jetzt wohl online. Moin erstmal, ne? Ich möchte jetzt das dritte Sherlock Watson Spiel anspielen. Ich habe noch 3, glaube ich. Die gucken mich schon so lange an. Jetzt musste ich da einfach mal beigehen, da ich ohnehin jetzt alles so was mit Kriminalfällen, Agenten und sowas zu tun hat. Natürlich gehört da auch Sherlock dazu. Klare Sache. Musste ich jetzt einfach mal loslegen damit und die ziehe ich jetzt mal durch. Apropos durchziehen. Fangen wir jetzt mal ein neues Spiel an. Crimes and Punishments. Eins weiß ich ja noch, aber Punishments in Gedenken an die Progress Presents. Das Spiel gab es bei Epic. Geschunken getroffen. Inspector, es werde, Microsoft Holmes, ist der Bruder, Wiggins? Ach nee, ich meine jetzt Higgins, das ist was anderes. Notizbuch finden Sie das Dialogprotokoll mit allen Gesprächen, die Sie führen. Manche, Sie sind in Ihrem Notizbuch mit speziellen... Deduktionssymbol. Holmes! Was jetzt? Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Mann. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Tschüss. 9. Stufe ausgelassen. Inspektor Lestrade. 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 What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no.
In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Tap. Aha. So, was haben wir denn noch hier? Da. Aufgaben. Untersuchen Sie. Sehen Sie den Tatort an? Sehen Sie den Anzug? Ja. Aha. Okay, da hast du den schwarzen Peter gekriegt, siehst du? Aha, da kann ich da hinreisen. Das haben wir schon gesehen. Was ist hier? Dokumente haben wir noch keine. Dialoge. Vokale. Achso, Souvenirs. Echos. Charakterporträts. Nichts gefunden. Gut, also erstmal ein Anzug auf dem Kleiderschrank. Also Escape. Der Kleiderschrank, wo ist denn sein Anzug? Da hinten? Gehen wir da mal hin. Ja, das ist schon mal sein Zimmer. Morgenmantel. Rehmann. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Grüner Anzug. Grauer Anzug. Bandit. Bauernkleidung. Was er alles hat. Sind wir wieder beim Morgenmantel. Ich glaube, der graue gefiel mir ganz gut. Den nehmen wir. B zum Schminktisch. Ach, jetzt kann ich ihn... ja, Haare und Kopfbedeckung. Nee, das passt nicht. Nehmen wir den. Brillen. Ach, der hat nur zwei. Ja, dann passt die besser. Bart. Oh, vielleicht der.
Oder der? Oder der? Der nicht. Der? Ne, der andere sah besser aus. Den nehmen wir. Gut. Achso, jetzt muss ich Escape beenden. Aha. Wird zurückgesetzt. Da überall wohnen. Grauer Anzug. Ja, das ist doch gut. Gut. Das überall. Ah, das ist ja wohl zum Heulen. Gut. Brillen. Auch keine. Bart. Auch nicht. Gut. B. Escape. Jetzt hat er einen grünen Anzug an. Naja, dann muss er noch irgendwas einpacken. Gucken wir mal, was haben wir da noch? So. Also nach Woodmanslee. Quatsch. Mache ich denn? So. Woodmanslee. Also, jetzt geht's ab hier. Schnellreise. Brauche ich jetzt nicht. Das Buch habe ich jetzt gerade angeguckt. Jetzt lädt er. Fortfahren. So. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. So, dann gehen wir da mal hin. T. Konzentrieren Sie sich darauf. Anscheinend noch nicht mit fertig. Das heißt jetzt das Drehen. Ein- und ausschalten oder was? Komme ich jetzt nicht so wirklich hinter, was das jetzt soll hier. Aha, ich habe jetzt die Maus mal gedreht. Aha. These footprints appear to be quite large. Aha. Top. Okay, also suchen nach Abdrücken, Escape beenden und It seems that the garden was well maintained. warte mal T an hier. Nichts weiter mit T hier. So, okay.
Mr. Holmes? Mr. Holmes? Kommt ja jetzt rein. Muss ich wohl mit ihm reden hier, oder was? Gegenstand benötigt. These footprints appear to be quite large. It seems that the garden was well maintained. Mit ihm kann ich auch nicht reden hier, ne? Gegenstand benötigt. Wo kriege ich jetzt einen Gegenstand her? Wo ist er denn da drüben? Sagt er. Ja, ja, gut. Dann gehen wir da doch erstmal hin. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Das heißt jetzt, ah, das sind Frauenhandschuhe.
You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Never mind. Keine weitere Merkmale hier vorhanden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Never mind. Thank you, madam. Thank you. Jetzt gehen wir mal in den Tab rein und gucken, was da so drin steht. Aha. Gut, sonst haben wir hier nichts. Da ist noch was. Okay. Ja, okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob die irgendwie Gips finden oder was für die Fußabdrücke. Also nichts weiter. Er wartet da unten auf mich. Könnte ich auch darum gehen? Yes. So, machen wir mal Tee an. Tee wieder aus und... It seems that the garden was Das well haben wir ja schon maintained. gemacht. Das haben wir ja schon gemacht. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Na denn. Jetzt geht die Tür auch jetzt auf, siehst du? Das war so... The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday.
to ensure that no one Yesterday. should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Go in. What a terrible way to die. Tee. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Das ist jetzt F. Jetzt gucken wir mal, was da im Tab jetzt drin steht. Na gut. Hammerfest. Hammerfest. Ist nicht sehr ergiebig. Dundee. It's a whaling map. Aha. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn. Ja, gut. Was ist denn das da oben? Da kann ich nicht ran jetzt. Old navigation instruments, nothing interesting. Aha. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. War ja dasselbe? Gut, dann können wir dann ja schon mal für die... So, bin ich jetzt nicht mehr im T? Doch, ich will jetzt noch den T-Modus. Noch einen kleinen T. Ich habe hier auch noch T stehen, fällt mir ein. Ja. So, untersuchen. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Jemand geschossen mit einer Walharpune. The weapon fully penetrated the body. The force of the Okay. blow was immense.
This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Hat er wohl nicht. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Probably. Gut. So haben wir alles, glaube ich. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. Also kommt da It is nichts Neues possible bei raus. that he knew his murderer. Was habe ich da gerade gemacht jetzt? Someone wenn ich drank zu from this lese. glass recently. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Pfeife. Und wir brauchen runter bewegen. Denkt sich sowas aus.
fertig. Nicht wirklich ganz, ne? Das kann ich nicht bewegen hier. Yes. So. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Okay. Oh, super. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. So. Jetzt können wir hier nichts weiter. Da nochmal. Toninhalt. Haben wir da noch was? Old navigation instruments, nothing interesting. Na gut, dann lassen wir das mal. Und dann gehen wir wieder raus. Wir sehen ja jetzt hier nicht wirklich noch irgendwas, ne? Okay. Das haben wir schon gesehen. Da fehlt eine Harpune. Die sehen wir aber so. Harpoons for hunting whales. Harpoons for hunting whales. Das haben wir ja schon gesehen da hinten. Dann mal wieder raus. Sonst haben wir hier jetzt nichts. Ja, Wahlzahlen da oben, ne, ist nochmal gut, aber das Regal haben wir ja schon untersucht. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Have you finished inspecting the crime scene? Yes. These boots don't match the footprints. So sieht's aus. It seems that the garden was well maintained. Nix Neues im Garten. Die haben wir schon untersucht. Ja, dann. Have you finished inspecting the crime scene? Ja, dann ist wohl noch nicht fertig, ne? So, das haben wir doch alles schon gemacht. Warum sagt er denn nicht, ich bin fertig? This man is in his 50s. The weapon fully Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Gut, wo die hingen, haben wir ja schon gesehen.
also nichts weiter jetzt hier. Geht da so rüber, das Seil. Ja, wozu? Da oben ist noch was. Können wir das abmachen? Das haben wir doch schon gesehen. Also müssen wir das erstmal erfragen. Gehen wir zu Madame. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Aha. Wir haben wir doch schon geguckt hier. Jetzt wird da nichts Neues sein. Thank you, oder? madam. Dann gehen wir nochmal mit Tee. Sonneneinwirkung. Wo ist die Kiste? Nix. Da drinnen brennt Licht. Kommen wir da rein?
Kann ich nicht hin. Was schade ist. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Da. Kann ich da ins Haus rein? Oh nein. Nee. It seems that the garden was well maintained. Das ist der Garten. Worin der Garten gehört dazu, ne? Was sind das für Spuren? Die haben wir doch schon angeguckt. Have you finished inspecting the crime scene? Tja, da weiß ich jetzt nicht, was ich noch machen soll hier. Have you finished inspecting the crime scene? Yes. Da hätte ich auch gerne noch mal reingeguckt, aber... Kann ich dahinter gehen? Hier mal? Ist doch keine Schießschale, wo wir so ein Ding abdrücken können, ne? Tja, eigentlich bin ich jetzt fertig hier, Have you ne? finished inspecting the crime scene? Tja, denn anscheinend wohl doch noch nicht. Wenn das so aussieht. Habe ich den Tisch noch nicht fertig untersucht? Rum.
a sailor's drink. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. So, was bringt mir das jetzt? Rum, a sailor's drink. Kriege ich das jetzt übereinander hier? Muss ich ja noch übersehen haben, sonst... Ja, Harpunenhalterung habe ich doch auch schon untersucht, das gibt's doch nicht. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 18... Der Bett. Tja. Das haben wir doch schon untersucht. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Da steht nämlich der dritte. Hammerfest. An den dritten kommen wir nicht ran, ne? Da. Gut. Mehr ist hier nicht. Bin ich jetzt fertig? Have you finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? Ja. I cannot leave yet. I am not finished here. Have you finished inspecting the crime scene? Tja, da muss ja noch irgendwas sein. So, aber das werde ich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht rausfinden, denn ich habe mir ja schon tatsächlich viel Mühe gegeben. Ne? Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Natürlich noch mehr über ein Abo und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Und bleib gesund. Tschüss.